Boah, es duscht richtig, es gibt richtig dicke Tropfen hier. Wow, das sieht aus, wie wir auf eine riesen Staumauer zu fahren. Über uns hängt noch eine fette Wolke. Guten Morgen. Guten Morgen, Menschen. Wir sind hier in Argos Vidalos. Wir haben heute übernachtet in einem netten kleinen Hotel, wieder mit Pool. Gestern war ein ganz netter Tag. Als wir losgefahren sind, hatten wir so zum Aufwärmen eine schöne Schlängelstraße, eine kleine. Dann die 230 in die Pyrenäen hoch, französisch-spanische Grenze. Und dann Richtung Col de Tourmalet. Vorher noch kurz getankt, dabei habe ich mein Helmmikro angebaut. Das heißt, ich habe jetzt noch ein Mikro. Col de Tourmalet, hat dir auch gefallen? Der Col de Tourmalet war bombastisch. Und Tierchen waren auf der Straße. Schafe, Autos sind brav drumherum. Heute fahren wir nach Tudela. Wetter ist nicht so gut, sieht nach Regen aus. Wir fahren jetzt ganz schnell Richtung Spanien. Ja, spanische Grenze, schon, dass wir über die Pyrenäen kommen. 2 Stunden ungefähr. Das schlechte Wetter ist eher auf der französischen Seite. Wenn wir dann weiter westlich kommen, Richtung Spanien, wird das Wetter wohl besser. Heute so eine 320 Kilometer Tour. Wir machen uns einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann. Tschüss. Au revoir. C'est parti. Fahren links. Sieht man schon, die Wolken hängen relativ tief in den Bergen drin. Und haben ein bisschen Regen vorausgesagt für heute Vormittag. Nieselt ein bisschen. Und wir fahren auf unseren ersten Pass zu, den Col d'Aubisque. Aufwärts zum Col de Solur. Schauen wir mal, jetzt werden wir mal gleich in die Wolken eintauchen. Jo, also jetzt geht's in die Wolken. Ungefähr 1200 Meter. Und ja, nieselt auch stärker, beziehungsweise hohe Luftfeuchtigkeit. Aus Niesel wurde richtiger Regen. Der Col de Solur mit 1474 Metern in Suppe getaucht. Möchtest du dich jetzt umziehen? Da, schau mal, da können wir bei dem Restaurant, kannst du dich unterstellen. Magst nicht? Okay, also hier, da fahren wir mal sehr vorsichtig. Da liegen ganz schöne Erdbatzen auf der Straße, die jetzt zusammen mit der Nässe natürlich eine super Schmierfläche machen. Wir fahren jetzt einfach hinter dem Wohnmobil hinterher. Vielleicht gar nicht schlecht. Und einen Haufen Kühe. Muh. Ja, da vorne noch welche. Also Almabtrieb, hier machen es die Kühe selber. Meist ist schon mal, ja, der Kumpel rüber, jetzt komme ich auch noch nach. Oh, und noch ein Kumpel. Ich schmeiß mich weg. Also bei der Luftfeuchtigkeit beschlägt das Visier von innen, auch wenn da die Folie drauf ist. Also die Wohnmobile haben uns jetzt vorbeigewunken, sehr lieb. Nachdem es gestern noch trocken war, bildet sich am Anfang immer, wenn es frisch regnet, so ein Schmierfilm zusammen mit dem Staub auf der Straße, der sich erst wegwäscht, wenn es mal richtig regnet. Und ja, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ja, hier sieht man auch Sand und Dreck auf der Straße zusammen mit dem Regen. Macht einen schönen Film. Ja, vorsichtig sein. Col d'Aubisque, da bist du. Und eine riesen Baustelle. Auch nicht sehr aufregend. Man sieht auch nichts. Wir machen uns gleich mal wieder vom Acker. Hier ist da kann man stehen bleiben. Hier links und rechts kann man stehen bleiben. Stell dich links hin. Hier, schau. Kann man super stehen bleiben. Oder rechts. Mach du das rechts, genau. Ja, aber es fängt gerade wieder an zu regnen. Also jetzt hat es aufgerissen hier unten, zumindest unten rum. Bisschen der Regen auch nachgelassen, also es tropft ganz leicht, nieselt eher. Haben ungefähr 13 Grad gerade. Aber dadurch, dass wir langsam fahren, ist es jetzt nicht so schlimm.
Col de Portalet, schon spanische Seite. Schau mal, wie schön. Da stellt man sich jetzt mal bei Sonnenschein und 28 Grad vor, nicht bei 17. Aber es ist trocken. So arg kann man nicht meckern. Also trocken obenrum. Die Straße ist noch feucht. Wie man sieht. Jetzt bin ich mal gespannt, inwieweit das wirklich funktioniert, dass das Wetter auf der spanischen Seite sofort besser wird. Also beim letzten Überquerung hat es geklappt. Wow. Hat sich jemand echt Mühe mit den Büschen gegeben. Sind noch auf der französischen Seite. Oh ja, regnet sich gerade ein. Gut, dass Katharina den Regenkombi angezogen hat. Also, das ist jetzt mal tatsächlich echt schlechtes Wetter. Boah, es duscht richtig, es gibt richtig dicke Tropfen hier. Wow, das sieht aus, wie auf eine riesen Staumauer zu fahren. Gigantisch. Oh, und wir haben wieder eine kleine Invasion von Schafen. Das ist echt süß, die lassen sich so gar nicht aus der Ruhe bringen. Danke. So, jetzt haben wir Kulimu. Bonjour. Bonjour. Ja, auf du und du mit der Kuh. Schon wieder Kühe. Hallo. Machen wir hier das Objektiv frei. Ja, da oben. Ein bisschen braucht's noch, aber hey. So, Col de Portalet. Oh, ein riesen Parkplatz hier, auch wieder ein riesen Skigebiet. Das ist im Winter hier groß für die Skifahrer. So, also tatsächlich, die Rechnung ist aufgegangen auf der spanischen Seite. Hängen zwar auch die Wolken drin, aber scheint hier zumindest nicht so viel wie drüben geregnet zu haben. Also hier über uns hängt noch eine fette Wolke. Mal kurz abtrocknen, Regenkombi ausziehen. Bestell dir schon mal einen Kaffee con leche, ja? Und eine Cola Zero. Wird gemacht. Und ist jetzt besser als gerade? Ja, das war nicht. Wenn man weiß, man fährt in 30 Grad Gebiete, ist es nicht schlimm. Ein bisschen nasse Füße, nasse Schuhe, nasse Socken, bisschen hier nass, da nass. Hängt jetzt zum Trocknen auf dem Moped. Ja, und ein Kaffee con leche. Alles gut. Alles. Kann man aushalten. Ja, nach der kurzen Kaffeepause ging es dann weiter. Leider hat der Regen anscheinend den Empfänger vom Mikro ausgenockt, sodass ich also für den Rest der Fahrt nur noch das Kameramikro hatte. Ja, ging weiter über eine schön bewaldete, hügelige Landschaft. Ja, die Straße im Rio Gallego entlang war schön zu fahren und war auch malerisch. Der Gallego schwenkt dann Richtung Westen
Kurz nach La Peña windet sich dann die Straße um die Ausläufer der Berge nebenan und das sieht ein bisschen skurril aus, wie wenn man durch so Sanddünen fährt. Der Gallego wird dann aufgestaut und wir haben uns am Ende des Stausees das Ganze nochmal von einem Aussichtspunkt aus angeschaut. Von da aus ging es dann wieder weiter am Rio Gallego entlang. Ein bisschen später kam dann eine Überraschung, die wir nicht auf dem Schirm hatten. Die Mayos de Riglos, die sahen schon aus der Entfernung absolut sehenswert aus und da sind wir dann bis zu einem Aussichtspunkt gefahren, von dem aus man die große Felsformation gut sehen konnte und haben entsprechend auch ausgiebig Fotos gemacht. Auf der Rückfahrt zur Hauptstraße sieht man dann die Felsformation nochmal aus einer anderen Perspektive. Der Rest der Fahrt ist einfach zusammenzufassen. Endlich in Tudela angekommen, ging es dann über den Ebro, auf den wir im weiteren Verlauf der Fahrt nochmal treffen werden. Und wir hatten in Tudela ein sehr schönes Apartment mit Garage, wo wir die Babys dann auch trocken und sicher abstellen konnten. Ja, deswegen hast du